Im April 1854 wurde in Wien die Hochzeit des 19. Jahrhunderts gefeiert, als der ganz junge und damals noch sehr attraktive Kaiser Franz Josef von Österreich seine erst 16-jährige Cousine Herzogin Elisabeth in Bayern geheiratet hat. Die Hochzeit eines Kaisers war natürlich per se schon etwas ganz Außergewöhnliches, aber diese Hochzeit war vor allem deshalb etwas Besonderes, weil Franz Josef nicht, so wie das bei Monarchen üblich war, aus Staatsräson, sondern tatsächlich aus Liebe geheiratet hat. Er hatte sich ein knappes Jahr vorher unsterblich in seine erst 15-jährige Cousine Sissi verliebt und so wurde trotz der großen Jugend bereits ein Jahr später Hochzeit gefeiert. Und diese romantische Liebesgeschichte, die hatte man in der Zwischenzeit mit Zeitungsberichten und auch mit Grafiken in ganz Europa bekannt gemacht. Und das war so ungewöhnlich, dass es die Menschen sehr gerührt hat und dass es noch größeres Interesse hervorgerufen hat. Und so kamen im April 1854 wirklich Menschenmassen aus allen Teilen des Reiches nach Wien, um bei diesem Ereignis dabei zu sein und vor allem, um auch die berühmte Braut Sissi zu sehen. Der Hof, der sich des PR-Potenzials dieses Ereignisses sehr bewusst war und der das auch einsetzen wollte, um die Beliebtheit des Kaisers zu steigern, denn er war ja erst wenige Jahre zuvor durch die blutige Niederschlagung der Revolution 1848 an die Regierung gekommen und entsprechend unbeliebt, der hat dafür gesorgt, dass diese vielen Menschen Sissi auch tatsächlich häufig zu Gesicht bekommen. Das war schon der Fall, als sie mit dem Dampfschiff in Nussdorf an der Donau angekommen ist. Von dort hat man sie dann im offenen Wagen durch die Stadt nach Schönbrunn gefahren. In Schönbrunn hat sie sich noch einmal am Balkon gezeigt, die Massen haben ihr zugejubelt, alle waren von ihr begeistert. Und dann gab es 10 Tage lang Feiern, bei denen sich das Brautpaar immer wieder in der Öffentlichkeit gezeigt hat, bis hin zu einem Volksfest im Prater, das dann diese Feiern abgeschlossen hat. Und so haben die Menschen in Wien wirklich einen Eindruck von Sissi bekommen und da hat schon ihre große Beliebtheit begonnen. Die Trauung allerdings, die fand ganz anders, als wir das heute von Fürstenhochzeiten kennen, hinter verschlossenen Türen statt. Die Habsburger Hochzeiten wurden traditionsgemäß in der Augustinerkirche, der Hofpfarrkirche, gefeiert und diese Kirche war damals noch durch einen heute nicht mehr existierenden geschlossenen Gang mit der Hofburg verbunden. Und so ist das Brautpaar durch diesen Gang von der Hofburg in die Kirche und nachher wieder zurückgegangen und nur die Menschen, die in der Kirche und beim anschließenden Empfang dabei waren, haben die Braut in ihrem Brautkleid zu Gesicht bekommen. Nun ist die Augustinerkirche zwar relativ groß und fast einige 100 Personen, aber das ist für so eine Kaiserhochzeit natürlich gar nicht so viel. Und man hatte ursprünglich vor, den ganzen hinteren Bereich der Kirche für das Volk zu öffnen. Das heißt, dass ganz gewöhnliche Menschen ohne Einladung da hineingehen können, wenn sie rechtzeitig da sind und bei dem Ereignis dabei sein können. Die Kaiserhochzeit hat aber so ein großes Interesse in der ganzen Monarchie ausgelöst, dass wirklich alle offiziellen Gruppen, die es irgendwie gab, Delegierte geschickt haben. Und diese Delegierten musste man in der Kirche unterbringen und so war im Endeffekt für das Volk einfach kein Platz mehr. Und nur die Leute, die geladene Gäste waren und mit einer Eintrittskarte in die Kirche kamen, haben Sissi im Brautkleid gesehen. Es gibt natürlich Zeitungsberichte und auch Zeitungsillustrationen, die über das Brautkleid sprechen und die uns zeigen, wie dieses Brautkleid ausgesehen hat, aber tatsächlich waren die Berichterstatter ja nicht anwesend und das erklärt, warum diese Zeitungsberichte und auch die Illustrationen so widersprüchlich sind. Manche sprechen davon, dass die Braut ein weißes Kleid mit langer Schleppe mit Silberstickerei getragen hat. Andere sagen, sie hat ein weißes Kleid mit langer Schleppe, Silber- und Goldstickerei getragen. Und ein Bericht ist überhaupt ganz anders, der sagt, sie hat ein Kleid ohne Schleppe und ohne Stickerei getragen, das hochgeschlossen war, während die anderen Zeichnungen uns alle zeigen, dass die Damen einschließlich der Braut ein Dekolleté getragen haben. So sind wir also in der erstaunlichen Lage, dass wir von der berühmtesten Braut des 19. Jahrhunderts nicht wissen, in welchem Kleid sie wirklich zum Altar geschritten ist. Und so war es dann ein echter Glücksfall für das Kunsthistorische Museum, dass es möglich war für das Monturdepot, also die Sammlung an Hofkleidern und Hofuniformen, von einer direkten Nachfahrin von Franz Josef und Elisabeth eine Schleppe anzukaufen, die in der Familie von Generation zu Generation aufgehoben und vererbt wurde, weil man gesagt hat, diese Schleppe hat sie bei ihrer Hochzeit in der Augustinerkirche getragen. Das Erstaunliche ist, dass diese Schleppe zwar aus weißer Seide gearbeitet, aber mit reicher Goldstickerei verziert ist und das steht natürlich im Widerspruch zu den Zeitungsberichten, die wir haben.
Das Museum hat diese Schleppe aufgrund der besonderen Provenienz und dieser eindeutigen Familientradition angekauft, obwohl dieser Widerspruch bekannt war und obwohl etwa gleichzeitig auf Ausstellungen ein weiteres Objekt aufgetaucht ist, von dem ebenfalls gesagt wird, es wäre mit der Hochzeit der Kaiserin in Verbindung zu bringen. Es handelt sich um einen Messornat aus der Wallfahrtskirche Maria Taferl, der, so wie wir das aus den Zeitungsberichten lesen, mit Silberstickerei verziert ist. Allerdings ist diese Stickerei in Material, Motivik und auch Qualität vollkommen anders gestaltet als die Goldstickerei auf unserer Schleppe und so kann man ausschließen, dass beide Objekte zum gleichen Ensemble gehören. Das Museum hat diese Schleppe nicht zuletzt deshalb angekauft, weil es in der Wagenburg und in dem der Wagenburg angeschlossenen Monturdepot bereits eine Vielzahl von authentischen und originalen Erinnerungsstücken an Kaiserin Elisabeth besessen hat. Und so haben wir uns im Jahr 2008 entschlossen, in unserer Schausammlung in der Wagenburg einen Sissi-Schwerpunkt einzurichten und alle diese Schätze, von denen die meisten bis dahin im Depot gewesen sind, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das hat dazu geführt, dass in den kommenden Jahren sehr viele Menschen, die sich für Kaiserin Elisabeth interessieren, zu uns in die Wagenburg gekommen sind und eine dieser Personen war eine Forscherin aus Spanien. Diese Forscherin hat mir eines Tages in einem E-Mail ein Foto eines mir bis dahin vollkommen unbekannten Porträts der Kaiserin geschickt und hat mich gefragt, ob ich nicht glaube, dass auf diesem Porträt die Schleppe zu sehen ist, die wir in der Wagenburg ausstellen. Und ich war sofort wie elektrisiert und habe mir gedacht, ja, das könnte tatsächlich unsere Schleppe sein. Allerdings war das Bild in schlechter Auflösung, sodass ein sicherer Vergleich nicht möglich war. Ich habe dann von dieser Dame erfahren, dass das Original des Gemäldes heute in Tschechien aufbewahrt wird, und zwar im Schlesischen Landesmuseum in Opava. Ich habe daraufhin dieses Museum angeschrieben und so kam ich in Kontakt mit Denisa Radilova, die dort Kuratorin ist und mit der sich in der Folge eine sehr fruchtbare und schöne Zusammenarbeit entwickelt hat. Zunächst hat mir Denisa ein Foto des Gemäldes in hoher Auflösung geschickt und da war dann sofort erkennbar, dass wir hier nicht nur ein sehr schönes Porträt der Kaiserin, sondern wirklich auch ein Porträt unserer Schleppe haben, denn alle Details der Stickerei sind hier mit größter Genauigkeit wiedergegeben. Zunächst dachte ich also, wir haben hier endlich ein Porträt der Kaiserin in ihrem Brautkleid, aber es gibt einen Schönheitsfehler. Das Gemälde stammt von einem Maler namens Josef Neugebauer, der das Bild nicht nur signiert, sondern auch datiert hat, und zwar mit 1857. Das heißt, es ist 3 Jahre nach der Hochzeit entstanden, was für ein Brautbild natürlich sehr ungewöhnlich wäre. Von Denisa habe ich dann erfahren, dass dieses Bild außerdem Teil eines Ensembles ist. Es gibt auch ein Gemälde von Kaiser Franz Josef und leider trägt er auf diesem Gemälde nicht die weiße Feldmarschall-Skala-Uniform, die er bei der Hochzeit anhatte, sondern den Ornat des Ordens vom Goldenen Vlies. Das ist an sich nicht erstaunlich, denn Franz Josef war der Souverän dieses Ordens. Er ist sein ganzes Leben lang immer wieder in dieser Kleidung gemalt worden. Aber das Goldene Vlies war ein reiner Männerbund. Das heißt, wenn der Kaiser diese Kleidung getragen hat, war die Kaiserin gar nicht dabei. Und das ist für ein Paarporträt natürlich ungewöhnlich, denn normalerweise hat man die Paare immer in einer Kleidung dargestellt, in der sie gemeinsam auftreten können. Und noch etwas ist ungewöhnlich. Normalerweise schauen sich die Paare auch an. In diesem Fall schauen beide in die gleiche Richtung, können sich also auch nicht ansehen. Und auch das ist für ein Paarporträt erstaunlich. In der Folge ist Denisa dann in Opava ins Archiv gegangen und es ist ihr gelungen, dort anhand der Aktenregister die Ankaufsgeschichte dieser Gemälde lückenlos zu rekonstruieren. Und so wissen wir heute, dass die schlesischen Landstände bereits im Jahr 1855, also nur ein Jahr nach der Hochzeit, beschlossen haben, dass sie für ihren Sitzungssaal gerne lebensgroße Porträts des jungen Kaiserpaares hätten. Die schlesischen Landstände haben dann an das Unterrichtsministerium in Wien geschrieben, denn dort gab es ein Büro für Kunstangelegenheiten und den Leiter dieses Büros, Franz Graf Thun, hat man gebeten, einen Maler namhaft zu machen, der diese Gemälde in besonderer Qualität ausführen könnte. Graf Thun hat dann den Maler Josef Neugebauer empfohlen und er war auch derjenige, der dann den gesamten Auftrag bis hin zur Fertigstellung der Bilder und ihrer Lieferung nach Opava im Jahr 1857 betreut hat.
Ausgestattet mit diesem Wissen bin ich dann in Wien ins Verwaltungsarchiv gegangen, in der Hoffnung, in den Akten des Unterrichtsministeriums einen Briefwechsel zwischen Thun und Neugebauer zu finden, der über diese speziellen Fragen rund um die Gemälde Aufschluss geben könnte. Aber leider hat sich gezeigt, dass der gesamte Aktenverlauf später scheinbar für unbedeutend gehalten und daher skartiert, also vernichtet worden ist. Mein nächster Gang hat mich dann in Wien ins Haus Hof- und Staatsarchiv geführt, denn ich wollte herausfinden, ob die Kaiserin dem Maler Josef Neugebauer für dieses Gemälde Modell gestanden ist. Die detailreiche Wiedergabe des Kleides hätte das vermuten lassen. Allerdings können wir aufgrund der Quellenlage eindeutig sagen, dass das nicht der Fall war, denn Neugebauer war weder ein Hofmaler, noch hat er um eine solche Genehmigung angesucht. Das ist per se wiederum nicht erstaunlich, denn die Bilder für Opava waren sogenannte Amtsgemälde. Man muss sich vorstellen, dass es in der österreichischen Monarchie tausende solcher Amtsgebäude gab und in jedem dieser Gebäude musste ein Porträt des Kaisers hängen. Es war gar nicht möglich, alle diese Bilder nach der Natur zu malen, und so war es durchaus üblich, dass die Maler für diese Gemälde Stichvorlagen verwendet haben. Das dürfte auch bei Josef Neugebauer der Fall gewesen sein, denn wenn wir das Gesicht der Kaiserin auf diesem Gemälde ansehen und es mit den damals zirkulierenden Stichvorlagen vergleichen, dann ist hier ein ganz enger Bezug erkennbar. Aber für das Kleid kann er auf keinen Stich zurückgegriffen haben, weil es ja gar keine andere Darstellung dieses Kleides gibt. Eine Erklärung dafür bietet uns ein Zeitungsbericht aus dem Jahr 1857, als die fertigen Gemälde in Opava angekommen sind. Da schreibt eine Zeitung, dass die Menschen gerade von der Natürlichkeit und dem Detailreichtum dieser Gemälde besonders überrascht und begeistert waren, weil das für Amtsgemälde eben nicht üblich war. Und der Chronist sagt uns, dass das darauf zurückzuführen wäre, dass Neugebauer in höchsten Kreisen Hilfe für die Ausführung dieser Gemälde gefunden hat. Tatsächlich war Neugebauer zwar kein Hofmaler, er war aber in seiner Jugend der Zeichenlehrer der Kinder eines besonders prominenten Habsburgers, nämlich des Erzherzog Karl gewesen. Und wir wissen, dass diese Kinder, Erzherzog Wilhelm und Erzherzogin Marie, Neugebauer besonders geschätzt haben, und vor allem Erzherzogin Marie, die zu diesem Zeitpunkt schon eine erwachsene Frau war, hat den Maler ein Leben lang protegiert. Es wäre also durchaus denkbar, dass Erzherzogin Marie ihm ermöglicht hat, für die besonders gute Ausführung dieses Auftrages für einige Stunden in die Garderobe der Kaiserin eingelassen zu werden und dort Skizzen nach dem Kleid zu machen. Der Nachlass des Malers Neugebauer wird heute im Stift Melk in Niederösterreich aufbewahrt, und so bin ich auch dorthin gefahren, in der Hoffnung, vielleicht einen Briefwechsel zwischen Neugebauer und Thun oder Neugebauer und Erzherzogin Marie zu finden, der Licht ins Dunkel bringen könnte, was aber leider nicht der Fall gewesen ist. Immerhin habe ich dort zwei ganzfigurige Skizzen entdeckt, die möglicherweise Vorstudien zu unseren Gemälden sind, und außerdem kann man diesen Auftrag in den Rechnungsbüchern Neugebauers eindeutig nachweisen. Hier sehen wir, dass er im Jahr 1857 1500 Gulden für diesen Auftrag bekommen hat. Das war eine gewaltige Summe und hat immerhin die Hälfte seines gesamten Jahresverdienstes ausgemacht. Parallel zu all diesen Nachforschungen haben wir dann noch ein zweites, sehr zeitintensives Projekt gestartet, denn das Gemälde aus Opava zeigt uns ja ganz genau, wie das Kleid ausgesehen hat, das zu unserer Schleppe gehört, und das gab uns die Möglichkeit, dieses Kleid zu rekonstruieren. Dabei war es uns sehr wichtig, dass immer erkennbar bleibt, welche Teile original sind und welche Teile eine Rekonstruktion sind. Und aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, das wesentliche Merkmal dieses Kleides, nämlich den über den Seidenstoff gelegten, reich mit Gold bestickten Tüll, nicht mit Stickerei zu rekonstruieren, sondern diese Stickereimotive mit modernster Reproduktionstechnik auf den Stoff zu drucken. Dafür braucht man natürlich ganz besonders hochauflösende und gute Detailaufnahmen der Stickerei, die nicht vorhanden waren. Und aus diesem Grund ist dann ein Team des Kunsthistorischen Museums nach Opava gereist, um diese Aufnahmen herzustellen. Und bei dieser Gelegenheit habe ich dann auch erstmals Denisa Radilova persönlich kennengelernt. So nice to meet you. Thank you so much for having us. Das Team in Opava hat dann das Gemälde, das normalerweise im Stiegenhaus des Museums ausgestellt ist, für uns abgenommen und in einen eigenen Raum gebracht, wo wir ein
temporäres Fotostudio einrichten konnten und wo die Fotografen des Museums dann diese ganz hochauflösenden, genauen Detailaufnahmen herstellen konnten. Parallel dazu sind Denisa und ich dann nochmals ins Archiv in Opava gegangen, in der Hoffnung, dort zusätzlich zu den Registern, die sie schon ausgewertet hatte, auch Akten zu finden, die vielleicht Aufschluss über die offenen Fragen geben. Aber leider sollte sich zeigen, dass auch in Opava diese Akten skartiert, also auch vernichtet worden waren. So sind wir dann zwar ohne neue wissenschaftliche Erkenntnisse, aber mit sehr, sehr gutem Bildmaterial von Opava nach Wien zurückgekehrt. Und so war es den Fotospezialisten des Kunsthistorischen Museums möglich, aus dem Gemälde in Kombination mit Fotos der Schleppe den Musterrapport des Kleides zu rekonstruieren. Während das Fotoatelier gearbeitet hat, bin ich in Wien wieder ins Archiv gegangen und da ist mir erstmals ein wirklicher Durchbruch gelungen. Denn es fand sich in den Akten des Außenamtes von 1854, wo alle Verträge rund um die Hochzeit aufbewahrt werden, auch ein Brautinventar der Kaiserin und in diesem Inventar sind alle ihre Kleider tatsächlich verzeichnet. Und an erster Stelle dieser Liste steht das Brautkleid. Und die große Überraschung ist die, dass die Beschreibung, die wir hier lesen, weder mit den Zeitungsberichten noch mit dem Gemälde in Opava zusammenpasst. Denn da steht, die Kaiserin hätte ein silbernes Seidenkleid mit silbernem Manteau. Manteau nannte man damals diese extra über dem Kleid zu montierenden Schleppen, als Brautkleid aus München mitgebracht. Und offensichtlich hatte dieses Kleid keine Stickerei, denn das war etwas so Wichtiges, dass es im Inventar immer verzeichnet wurde. Aber an zweiter Stelle, da ist dann bereits eindeutig unser Kleid zu identifizieren, denn da steht ein Kleid aus goldgesticktem Tüll mit einem Manteau, also wieder mit so einer Schleppe aus weißer Seide mit Goldstickerei und das entspricht exakt dem, was unsere Schleppe zeigt und was man auf dem Gemälde in Opava sieht. Die Frage bleibt also, welches Kleid hatte Sissi in der Kirche an? Wir wissen aus den sehr detaillierten Quellen über die diversen Hochzeitsfeiern, dass Elisabeth nur in der Kirche und beim anschließenden Empfang ein Kleid mit einer solchen langen Schleppe getragen hat. Es muss also entweder unser Kleid oder das als Hochzeitskleid mitgebrachte silberne Kleid gewesen sein. Eine Antwort auf diese Frage könnten die Tagebücher von Sissis Schwiegermutter, Erzherzogin Sophie, bieten, die ich dann im Haushof- und Staatsarchiv einsehen konnte. Erzherzogin Sophie hat Folgendes berichtet. Ungefähr eine Woche bevor Sissi selber in Nussdorf angekommen ist, kam bereits ihre Aussteuer oder wie man damals gesagt hat, ihr Trousseau in Wien an. Das waren viele, viele Kisten und Behälter mit ihren Kleidern, ihrem Silbergeschirr und allem, was sie als Braut mitbekommen hat. Und Sophie schreibt, dass sie, als sie erfahren hat, dass dieser Trousseau angekommen ist, mit ihren Hofdamen ins Appartement der künftigen Kaiserin, genau genommen in ihre Garderobe gegangen ist und dass sie sich die Kleider von den Garderobieren vorlegen ließ. Und dann, schreibt sie selber, hat sie der Kammerdienerin diktiert, welche Kleider sie bei den Festen anziehen soll. Es wäre also durchaus vorstellbar, dass Sophie gefunden hat, das als Brautkleid mitgeschickte silberne Kleid wäre zu einfach oder vielleicht auch von der Farbe her nicht passend und dass Sissi lieber das schöne weiße Kleid mit Goldstickerei tragen soll. Ob dem so war, können wir allerdings zum jetzigen Zeitpunkt nicht beweisen. In der Hoffnung, dadurch Licht ins Dunkel zu bringen, habe ich jene Dame besucht, von der mein Vorgänger die Schleppe 1989 gekauft hat. Und sie hat mir Folgendes erzählt. Ich bin die Urenkelin der Marie Valerie, der jüngsten Lieblingstochter auch von der Kaiserin Elisabeth. Und nach Familientradition ist die Hochzeitsschleppe der Kaiserin über ihre Tochter und dann meine Großmutter zu meinem Vater gekommen. Und es war für uns in der Familie immer klar, dass das die Hochzeitsschleppe der Kaiserin Elisabeth war. Dieses Interview bestätigt einmal mehr, dass laut Familientradition die Schleppe aufgehoben und vererbt wurde, weil man überzeugt war, dass die Kaiserin sie bei ihrer Trauung in der Augustinerkirche getragen hat. So eine Familientradition ist natürlich sehr gewichtig, aber leider gibt es keine schriftliche Überlieferung dazu.
Und wir haben auf der anderen Seite ja immer noch den Ornat von Maria Tafel, von dem auch gesagt wird, er wäre aus dem Brautkleid gemacht worden. Ich habe also den Archivar der Kirche von Maria Tafel kontaktiert und er war so freundlich, mir Fotografien der Originalinventare zukommen zu lassen. Und da sehen wir ganz eindeutig, dass der Hinweis, dass dieser Messornat aus einem Teil des Brautkleides der Kaiserin gemacht worden wäre, erst im frühen 20. Jahrhundert nach dem Tod der Kaiserin aufscheint. Wenn man hingegen weiter zurückgeht, dann liest man, dass im Jahr 1857 dieser Ornat von Erzherzogin Marie gestiftet wurde, die ich bereits im Zusammenhang mit Josef Neugebauer erwähnt habe. Nun war Erzherzogin Marie natürlich ein wichtiges Mitglied des Kaiserhauses, aber sie hätte nie die Möglichkeit gehabt, das Brautkleid der Kaiserin an sich zu nehmen, um es in einen Messornat umwandeln zu lassen. Wenn dieses Kleid überhaupt in einen Messornat umgewandelt worden wäre, dann hätte das natürlich die Kaiserin selbst gemacht. 1879 hat das Kaiserpaar Silberhochzeit gefeiert und da gibt es einen Zeitungsbericht, der eine sehr spannende Geschichte erzählt. Es wird nämlich gesagt, dass die Kaiserin ihr Brautkleid nach der Hochzeit nach Bayern zu ihren Verwandten geschickt hat, die es dann als Erinnerungsstück aufgehoben haben. Und anlässlich der Silberhochzeit hat sie es wieder nach Wien geholt und hat es für die Silberhochzeit umarbeiten lassen und dann bei der Feier in der Votivkirche getragen. Es gibt eine Zeitungsillustration zu dieser Feier, auf der man Sissi und ihr Kleid auch sehen kann. Angeblich ist diese Illustration nach der Natur gezeichnet worden. Allerdings kann man nicht wirklich erkennen, aus welchem Kleid diese Robe gemacht wurde, weil die Mode zu dieser Zeit vollkommen anders gewesen ist und natürlich auch einen ganz anderen Stil erfordert hat. Auf jeden Fall spricht diese Geschichte durchaus dafür, dass unsere Schleppe die Hochzeitsschleppe sein könnte, denn es wäre eine Erklärung dafür, warum nur die Schleppe, nicht aber das Kleid erhalten geblieben ist. Während ich im Archiv war, haben sich die Restauratorinnen im Museum mit einer weiteren spannenden Frage beschäftigt, nämlich dem einzigen Unterschied, der zwischen dem Gemälde und der erhaltenen Schleppe besteht. Am Gemälde sehen wir die Schleppe eingerahmt durch einen breiten Rand aus geflochtener Goldposamenterie, der am Original nicht vorhanden ist. Aus diesem Grund wurde die Schleppe untersucht und dabei stellte sich heraus, dass tatsächlich der gesamte Randbereich eine spätere Ergänzung ist. Das ist umso erstaunlicher, als das Erscheinungsbild der Schleppe derart homogen ist, dass wir diese Entdeckung ohne das Gemälde nie gemacht hätten. Parallel zu diesen Recherchen liefen natürlich auch die Arbeiten an der Rekonstruktion des Kleides auf Hochtouren und hier gab es verschiedene große Herausforderungen, angefangen von der Wahl des Stoffes, der Farbe des Druckes, bis hin dazu eine Druckerei zu finden, die den vom Fotoatelier des Kunsthistorischen Museums rekonstruierten Rapport in Endlosmotiven auf den ausgesuchten Stoff drucken kann. So war es uns dann tatsächlich möglich, das Erscheinungsbild des Kleides, so wie es uns im Gemälde von Opava überliefert ist, zu rekonstruieren. Ob uns dieses schöne Ensemble nun zeigt, wie Sissi vor dem Altar ausgesehen hat oder wie sie als ganz junge Kaiserin repräsentiert hat, das können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit Sicherheit entscheiden. Um diese Frage zu klären, müsste man Briefe oder Tagebücher von Personen finden, die tatsächlich bei der Hochzeit dabei waren und die beschreiben, was Sissi bei dieser Gelegenheit getragen hat. Solange diese Dokumente nicht gefunden sind, bleibt das Kleid also ein Mystery Dress.